Guten Tag, mein Name ist Matthias Knoß, ich bin Physiotherapeut und arbeite am Universitätsspital Zürich. Seit 2 Jahren beschäftigt sich unser Team mit den anhaltenden Beschwerden nach einer Infektion mit Covid-19 in der Physiotherapie. Um eine zeitgemäße Physiotherapie anzubieten, haben wir uns in den letzten beiden Jahren mit Kolleginnen und Kollegen verknüpft. Gemeinsam möchten wir euch in kurzen Videosequenzen von unseren Erfahrungen und Schlüsselpunkten im physiotherapeutischen Management berichten. In unserem Praxisalltag begegnen wir verschiedenen Begriffen. Gerne möchte ich im heutigen Video darauf eingehen. Heute ist der 19. August 2022. Verschaffen wir uns zuerst einmal einen Überblick über die Begriffe rund um die Zeitachse. Initial steht die Infektion mit Covid-19. Das National Institute for Health and Care Excellence in Großbritannien hat folgende klinische Einteilung basierend auf dem zeitlichen Verlauf festgelegt. Bis 4 Wochen nach der Infektion wird der Begriff akutes Covid-19 verwendet. Ab der 4. bis 12. Woche fortwährend symptomatisches Covid-19. Ab 12 Wochen spricht man dann vom Post-Covid-19-Syndrom. Das Post-Covid-19-Syndrom wurde von der WHO im Oktober 2021 wie folgt definiert. Das Post-Covid-19-Syndrom beschreibt den Umstand von länger als 2 Monaten anhaltenden Beschwerden, welche innerhalb 3 Monate nach bestätigter oder vermuteter Infektion auftreten als Post-Covid-19-Syndrom. Es ist zurzeit noch eine klinische Diagnose. Aktuell gibt es keinen diagnostischen Test oder ein einzelnes Symptom, welches die Diagnose bestätigen würde. Im Alltag begegnen wir häufig den Begriff Long-Covid. Wenn man den Zeitstrahl betrachtet, umfasst Long-Covid die Beschwerden, welche nach der akuten Phase fortbestehen oder sich neu entwickeln. Betrachten wir die akute Phase von Covid-19 genauer. So kann man 4 unterschiedliche Gruppen von Folgen erkennen. Wie immer ist die gesamte Einteilung nicht schwarz-weiß. Es gibt dazwischen auch Schattierungen und Mischbilder. Bei einer kleinen Gruppe ist der Verlauf in der Akutphase kritisch und ein Aufenthalt auf der Intensivstation erforderlich. Die Ursache für den Aufenthalt, als auch die Folgen davon, haben Namen wie das Adult Respiratory Distress Syndrom, kurz ARDS, und das Post-Intensive Care Syndrom, kurz PICS. Bei einer weiteren Gruppe löst Covid-19 oder dessen Behandlung bekannte und gut beschriebene Krankheiten aus. Für eine andere Gruppe können die erlebten Eindrücke des gesamten Pandemiegeschehens, den Lockdown-Folgen, mit den Einflüssen auf das ökonomische, familiäre, gesellschaftliche und individuelle Leben sowie die erlebte Unsicherheit Folgen auf nicht-körperlicher Ebene ausgelöst haben. Die letzte Gruppe ist die Gruppe von meist jungen Personen, welche meistens einen milden bis moderaten Verlauf gehabt haben und sich zu Hause erholt haben. Diese Gruppe ist nun aber mit den lang anhaltenden Symptomen nach einer Covid-19-Infektion konfrontiert. In der Physiotherapie haben alle Gruppen unterschiedliche Rehabilitationsbedürfnisse, insbesondere in der letzten Gruppe, wo es wahrscheinlich noch weitere Subgruppen gibt. In der Physiotherapie ist es daher wichtig, die Folgen der Akutphase zu verstehen und auch die zeitlichen Umschreibungen zu kennen. Wie wir gesehen haben, gibt es viele verschiedene Begriffe und auch unterschiedliche Folgen einer Covid-19-Infektion. Je nachdem, welcher Begriff verwendet und welche Population untersucht wurde, wird die geschätzte Prävalenz von Long-Covid bei Erwachsenen in der Schweiz auf 16 bis 26% geschätzt. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, dem empfehle ich unsere nächsten Videos zum Thema häufigste Symptome im physiotherapeutischen Praxisalltag, sichere Rehabilitation im Praxisalltag, Pacing und Atmung. Viele nützliche Infos und Ratgeber zum Thema findet man auf der Webseite von Altea. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche einen schönen Tag.